Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Heute zeige ich euch diese super schnell zuzubereitenden zarten Vanilleplätzchen. Als erstes heize ich den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor, denn die Zubereitung des Plätzchenteiges braucht wirklich nur ein paar Minuten. Den Teig für die Vanilleplätzchen bereite ich in meinem Multizerkleinerer zu. Ihr könnt die Zutaten aber auch schnell mit den Händen oder mit einem Handmixer verkneten. Bei der Zubereitung des Mürbeteiges im Multizerkleinerer solltet ihr auf jeden Fall immer zuerst die trockenen Zutaten in den Behälter füllen. In diesem Fall nehme ich 125 Gramm Mehl, 2 Teelöffel von meinem selbstgemachten Vanillezucker, 45 Gramm Puderzucker, 40 Gramm gemahlene Mandeln, ein halbes Päckchen Vanillepuddingpulver und ein Viertel Teelöffel Backpulver. Die trockenen Zutaten mische ich kurz durch und dann gebe ich erst etwas Orangen- und Zitronenabrieb hinzu und ganz zum Schluss die Butter. Wichtig ist hier, dass die Butter richtig kalt und fest ist und gleichmäßig auf den trockenen Zutaten verteilt wird. Ansonsten kann es schnell passieren, dass die Zutaten am Boden des Behälters festkleben und der Zerkleinerer leer läuft. Wie ihr seht, geht das Hacken des Mürbeteiges wirklich sehr schnell. Den fertigen Plätzchenteig könnt ihr jetzt ganz nach Belieben entweder mit einem Messlöffel oder Kaffeelot, einem Makronenformer oder einem kleinen Eisportionierer in gleich große Stücke teilen. Da ich die Kekse schön rund haben wollte, habe ich die einzelnen Portionen noch zu Kugeln geformt. Aber wenn ihr einen Portionierer verwendet, könnt ihr damit den Teig auch direkt auf das Backblech setzen. Die Vanilleplätzchen backe ich jetzt im vorgeheizten Backofen etwa 10 Minuten. Je nach Backofen kann die Backzeit aber leicht abweichen. Die fertigen Kekse lasse ich dann auf dem Backblech abkühlen und bestreue sie anschließend mit einer Mischung aus 1 bis 2 Esslöffeln Puderzucker und einem Teelöffel Vanillinzucker.
Da der Teig für diese Plätzchen nicht ruhen muss und gleich gebacken werden kann, ist dieses Rezept ideal für alle, die nicht so viel Zeit zum Plätzchenbacken haben oder einfach nur schnell ein paar leckere Kekse backen wollen. Luftdicht verpackt könnt ihr diese zarten Plätzchen einige Wochen lang aufbewahren. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!